Herzlich willkommen zum nächsten Video auf unserem YouTube-Kanal Bernhards. Im heutigen Video seht ihr jetzt einmal nur mich. Ich zeige euch heute nämlich ein Haartutorial und wie ich einmal meine Wellen mache. Und ja, auch Produkte, die ich dazu brauche. Ob ich das eben mit einem Lockenstab oder mit einem Glätteisen mache, seht ihr hier. Und ja, dann fangen wir doch an jetzt mit dem Tutorial. Aber bevor ich jetzt mit dem Beach Waves Tutorial anfange, wollte ich euch noch ein paar Produkte zeigen, was ich eigentlich immer für meine Haare brauche. Das erste wäre mal sicher das Shampoo. Das ist das Fanola No Yellow Shampoo. Das brauche ich eigentlich so bei jeder zweiten Haarwäsche. Ist, dass es bei dem Blond vor allem eben nicht so einen gelben Stich gibt. Ich glaube, das Problem kennen sicher ein Haufen, die Haare blond gefärbt haben. Und ist bis jetzt, glaube ich, wirklich das beste No Yellow Shampoo, das ich probiert habe. Und dann nach dem Waschen brauche ich immer das Redken Extreme Anti-Snap. Das brauche ich dann einmal vor allem für meine Spitzen, weil die Haare halt gleich recht strapaziert sind durch das Blondieren. Und ja, bevor ich dann mit den Locken anfange, ist es sicher gut, eben zuerst einmal die Haare einfach durchkämmen. Und dann brauche ich einmal gerne das Volumizing Dry Shampoo von Suavecita. Das einfach ein bisschen auf den Ansatz drauf tun. Und schön einmassieren. Nochmal kurz durchstreichen. Und dann tue ich das Haar unterteilen mit einer einfachen Spange. Und ich tue es eigentlich nur einmal unterteilen, die untere und obere Hälfte. Da jetzt auch nicht dicke Haare habe. Und dann tue ich das Grooming Spray in die Haare rein. Und dann fange ich auch schon mit den Locken an. Und für das brauche ich persönlich jetzt immer einen Lockenstab. Das wäre der von Drybar. Den habe ich einmal in der Ferien gekauft. Den tue ich immer auf 380 Fahrenheit einstellen. Also sind gratis, muss ich euch dann nachher noch einblenden, das müsst ihr jetzt selber einmal ausrechnen. Was ich eben jetzt einfach für die Locken am liebsten brauche, sind halt Lockenstäbe mit so einem Clips. Und dann fange ich auch schon an und einfach immer so ein bisschen eine breitere Strähne. Und dann tue ich es eigentlich immer so schräg von unten rauf locken. Und lasse so die Spitzen einmal raus und ziehe die Haare so runter. Da unten dran ist auch nicht so schlimm, wenn es nicht zu genau ist. Das sieht man nämlich auch nicht überall. Say you got a way out. We could buy a big house for two. We could be on the news. Starlight, see through the haze. My hand is shades. We're far from grace. Take me home, living for the thrill. Blood on the bills for you I'd kill. We chase the highs to see the lights, red and blue.
wenn man jetzt unten dran alles hat, dann weiter mit der oberen Hälfte. Und dort nimmt es auch wieder zuerst von dem Grooming Spray ein bisschen drauf. Jetzt auch wieder im gleichen Prinzip weiter, bis man den kompletten Kopf gelockt hat. No way back, at least we got all this cash. No way back, at least we got all this cash. We count our money by the fire escape. You pull the 45 behind your waist and say, fuck that, I'll be taking that cash. Und eigentlich ziehe ich es da immer noch mit dem Lockenstab so raus. Und je nachdem, gerade mit den Händen noch mal ein bisschen runter, dass es nicht eine zu schöne Locke gibt. Playing my heart just like a repeat of a song. Tried to make it work, but I'm already gone. Told her it's hard to say it, but it's true. Hard to find the words that I'm supposed to say to you. It's time to pack your bags, girl, 'cause I'm moving on. I said it, she know that I meant it. I gave her all my money, and now that she spent it, she already talking like she... So, und jetzt, wenn man alles fertig gelockt hat, kann ich einmal von oben noch ein bisschen rein und dann das Ganze wieder ein bisschen auflockern. Das gleiche auf der anderen Seite. So, und dann kommt ganz zum Schluss ein bisschen Haarspray. Ich brauche immer das Got2b Happy Hour Haarspray. Und für die Spitze einmal noch ein bisschen Haaröl. Auch wieder das von Suavecita. Und das wären meine Beach Waves. Also, ich hoffe, euch hat auch das Video wieder gefallen. Wenn ja, gebt uns gerne wieder ein Like und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt ihr das auf jeden Fall gerne noch nach. Und ja, danke euch vielmals fürs Schauen und bis zum nächsten Video.